Eine richtig gute Erdbeermarmelade, die auch noch in einem halben Jahr ihre tolle Farbe hat. Wie das geht, zeige ich in diesem Video. Zunächst einmal benötigt man wirklich gute Erdbeeren. Nur wenn man geschmackvolle Früchte verwendet, erhält man auch eine geschmackvolle Marmelade. Die Früchte werden sorgfältig gewaschen und von den Blättern befreit. Erdbeeren verfügen nicht über sehr viel Säure, weswegen ich die Marmelade im Verhältnis 2:1 koche. Auf 2 Teile Frucht kommt also ein Teil Zucker oder einfacher ausgedrückt, auf das Gewicht der Früchte kommt die Hälfte Zucker. Hier habe ich 250 Gramm Früchte, also brauche ich 125 Gramm Zucker. 100 Gramm gebe ich direkt auf die Erdbeeren und die restlichen 25 Gramm gebe ich in eine kleine Schüssel. Dazu gebe ich das Geliermittel, welches untergerührt wird. Das Geliermittel muss entsprechend der Packungsangabe abgewogen werden. Wie das geht und wann man seine Marmeladen im Verhältnis 2:1 und wann im Verhältnis 1:1 kochen sollte, erkläre ich in diesem Video. Früchte werden zunächst bei niedriger Temperatur erwärmt und dabei durchgerührt. Wasser braucht nicht dazugegeben zu werden. Der Zucker zieht die Feuchtigkeit aus den Früchten, was ausreicht. Wer nicht gerne stückige Marmelade mag, der püriert die Früchte mit einem Pürierstab. Ich püriere immer ungefähr die Hälfte der Früchte, dann habe ich das Beste beider Welten. Damit die Marmeladengläser und Deckel steril werden, gebe ich sie in einen Topf bzw. Pfanne mit etwas Wasser und lasse sie unter einem Deckel simmern. Die Masse wird nun gekocht, bis so viel Wasser verdampft ist, dass eine Temperatur von 102 Grad Celsius erreicht wird. Die Verwendung eines Thermometers kann ich nur empfehlen. Beim Messen sollte man aber nicht am Topfboden messen, sondern weiter oben. Die Temperatur ist erreicht und das Geliermittel mit dem restlichen Zucker kann eingerührt werden. Die Marmelade muss noch 3 Minuten kochen. In dieser Zeit werden die Gläser aus dem Dampf geholt und neben dem Marmeladenkochtopf bereitgestellt. Alles wird abgefüllt, der Deckel aufgesetzt und fest zugeschraubt. So sieht die Marmelade aus. Ihre Konsistenz ist perfekt geworden. Und wie behält die Marmelade nun ihre Farbe? Ganz einfach. Man darf sie nicht einfach in den Schrank stellen, sondern man muss sie einfrieren. Nur auf diese Art und Weise kann man die schöne frische Farbe erhalten. Deswegen stecke ich sie immer gut beschriftet in den Tiefkühler. Dort hebe ich übrigens auch meine Walnüsse auf, damit sie nicht ranzig werden. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.